schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen zu Folge 3 unserer Save-File-Tour. Wir hatten ja jetzt eine kleine Pause, daher freue ich mich umso mehr, mit euch jetzt diesen kleinen, aber sehr besonderen Save-File zu touren. Wir werden uns in die Welt der Whispering Chronicles begeben, einem Save-File für Okkulte von der wunderbaren Annaleia. Und wie immer starten wir damit, dass ich euch einen kleinen Überblick gebe, was euch so erwartet, was der Save-File so zu bieten hat. Und dann sehen wir natürlich unsere wundervolle Jade wieder, die uns wieder als Reiseführerin durch die Welten begleitet. Wieder sehen wir 2 Lots, die ich ausgewählt habe, die ich sehr interessant oder sehr schön fand. Und dann folgt wieder mein Fazit. Der Whispering Chronicles Save-File ist praktisch eure eigene kleine Fantasy-Welt in Sims. Die Optik entspricht wirklich okkulten bzw. so mittelaltertechnisch eher einer wirklichen Fantasy-Welt. Das heißt, ihr spielt da nicht in einer modernen, sondern, so empfinde ich das auf jeden Fall, in einer sehr altertümlichen Welt. Alle passenden Welten wurden für diesen Save-File umgebaut. Das heißt aber auch, dass ihr viele leere Welten habt. Ich persönlich finde das sehr konsequent, weil wir eine Fantasy-Welt hier vorfinden und keinen Teilbereich, dass man die Okkulte praktisch in der Moderne spielt. Das ist natürlich sehr spezifisch, aber wenn man genau so ein Spiel spielen möchte oder seine Okkulte so ausspielen möchte, ist dieser Save-File einfach perfekt dafür. Insgesamt sind 98 Grundstücke bebaut. Davon habt ihr 8 Starterhäuser und 3 Mietobjekte. Es ist wirklich sehr, sehr gering. Der Mietanteil liegt hier nur bei 3%. Euer Community-Lot-Anteil liegt bei 56%. In dem Fall macht das aber auch richtig Sinn, dass es etwas mehr als die Hälfte ist, weil ihr natürlich in diesem Fantasy-Bereich, wenn ihr da wirklich Storytelling macht, natürlich auch sehr, sehr viele Begegnungsstätten braucht. In diesem Save-File, wenn ihr alle Welten habt, also auch die, die jetzt zum Beispiel noch nicht gelöscht wurden, habt ihr 44 Sims. Alle Okkulten, die dort enthalten sind, haben eigene Background-Stories, haben Karrieren, haben Fähigkeiten, haben Beziehungen. Da ist wirklich richtig, richtig Herzblut reingeflossen. Insgesamt kann man sagen, dieser Save-File ist sehr spezifisch, aber er bietet so eine Abwechslung, wenn ihr wirklich mal eine etwas andere Geschichte oder auch eine etwas andere Challenge für euch spielen wollt. Wenn ihr also einen Save-File sucht, der mal wirklich ganz anders ist, der ein ganz anderes Spiel von euch herausfordert, dann seid ihr hier genau richtig. Damit ihr euch das Ganze noch besser vorstellen könnt, gehen wir jetzt einmal rüber zu lieben Jade und schauen natürlich, wo sie diesmal startet und welche Welten sie uns zu zeigen hat. Wir starten mit der lieben Jade natürlich in Glimmerbrook. Wie soll es auch anders sein für einen Okkult-Save-File? Ich persönlich spiele ja am liebsten die Magier. Deswegen war für mich klar, dass wir da direkt einmal anfangen. Aber auch, weil die liebe Annaleia diese Welt tatsächlich am liebsten mag aus dem gesamten Save-File, weil sie halt einen ganz besonderen Vibe für sie hat. Das Haus, in das Jade eingezogen ist, unser Starter in Glimmerbrook, ist auch das Haus, was Annaleia am liebsten gebaut hat. Jade hat sich natürlich auch ein bisschen optisch angepasst. Sie hat sich ein bisschen andere Kleidung angezogen, weil wir jetzt in einer ganz anderen Welt unterwegs sind, damit sie nicht ganz so auffällt und damit sie unseren Reisebus vielleicht ein bisschen unauffälliger durch die Welten führen kann. Also wir haben hier auch wirklich einen ganz, ganz wundervollen Starter. Wir gucken uns ihn einmal ganz, ganz kurz an. Er ist relativ einfach aufgebaut. Es ist halt ein Starter, aber ein relativ großes Badezimmer. Man hat schon einige Sachen, die dann in die okkulte Richtung fallen. Ihr seht halt auch, was ich meine, ja, dass es eher mittelalterlich angehaucht ist. Die liebe Jade führt uns jetzt also rum. Das ist ein sehr, sehr besonderes Slot. Das ist Spellcaster Village. Da haben wir eins der Mietgrundstücke. Es ist wirklich sehr schön, das schauen wir uns jetzt auch an. Das ist also das Mietobjekt, was ihr in Glimmerbrook finden werdet. Dort könnt ihr einziehen und ja, ich würde sagen, da haben wir schon wirklich so alles mittelalterliche und Fantasy-Anteile, die wir halt brauchen. Wir haben hier einen Kristallbaum stehen und wirklich wie so ein kleines Dorf ist das hier aufgemacht, ne? Man kann viele Sachen machen, man kann pflanzen, man kann zusammen grillen, man kann zusammen sein. Hier habe ich auch schon drin gespielt als Magier. Überall sind Sachen verteilt, wie diese Kristallplatte hier, die man dann im Gameplay entsprechend nutzen kann. Ja, auch hier hinten rum, man hat so kleine Feuerstellen und man findet auch kleine Kesselchen oder Hühner. So, wir gucken uns jetzt auch eins der Häuschen mal eben an. Ihr seht schon hier, das ist ziemlich süß und gediegen eingerichtet. Es ist alles relativ eng. Natürlich hier aufgrund des Platzes einfach auch.
aber das macht das Ganze auch ziemlich gemütlich. Und ja, es hat halt alles so seinen richtigen Charme. Also mir gefällt das richtig gut. Hier ist noch ein Kinderzimmer eingerichtet, ein Bad und da das zweite Kinderzimmer. Man braucht natürlich einige Packs. Ich würde nicht sagen alle, aber schon sehr, sehr viele. Wie das bei den meisten Save-Files tatsächlich ja mittlerweile so ist. Aber ich finde, in diesen Häuschen bekommt man auch richtig, richtig das Gefühl, dass man in so einer ja, etwas mittelalterlicheren Welt ist. Die Sims, die hier wohnen, sind optisch total super angepasst. Die haben entsprechend teilweise die spitzen Öhrchen. Die sind alle eingekleidet. Die sehen anders aus. Das macht einfach schon richtig, richtig Spaß, hier rumzulaufen, hier sein Spiel zu starten und ja, eine etwas andere Art von Gameplay einfach zu haben. Ich habe es sehr, sehr genossen. Aber liebe Jade, wir wollen weiter. Deswegen würde ich dich einfach fragen, ob du uns vielleicht noch woanders hinschicken kannst. Hier sind wir jetzt an der Bibliothek. Auch die passt einfach super in das Gesamtbild. Alles wirklich auch altertümlich gehalten, aber das sieht dann noch mal eine ganze Spur, ja, mystischer aus, würde ich sagen, durch die Magiefenster, also durch die Fenster vom Reich der Magie. Und hier hinten kann man tatsächlich auch heiraten. Also da habt ihr auch einen Hochzeitsschauplatz, den ihr nutzen könnt. Und hier unten drin ist noch wie so eine kleine Bar. Das könnte, also man kann auch feiern einfach. Dann, liebe Jade, wirst du von hier hinten aus einmal bitte zum Portal reisen. Wir haben jetzt, Jade ist natürlich keine Magierin, deswegen hat sie ihren Kristall nicht in der Tasche. Einmal komplett umgebaut. Sehr schön an diesem Gebäude ist auch, dass ihr hier schlafen könnt. Das heißt, ihr könnt hier auch während eurer Ausbildung zum Magier praktisch wohnen, auch wenn ihr nicht richtig wohnen könnt da, aber ihr könnt da alles machen. Kochen, essen, schlafen. Wir haben überall so kleine Studienzimmer, auch Musikzimmer und unten dann den großen Aufenthaltsbereich mit ganz, ganz vielen Studienzimmern. Eine kleine Küche, ein Essbereich. Und hier sind wirklich viele, viele Sims, die sich hier aufhalten. Ihr habt eigentlich hier niemals seid ihr alleine. Und hier haben wir unsere 3 Waisen. Die laufen natürlich auch alle rum. Einen Bereich finde ich hier besonders schön und den möchte ich euch zeigen. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit gezaubert. Das ist wie ein kleiner Wintergarten. Wir haben so einen Springbrunnen innen drin und durch dieses Dach, wie das aufgeteilt ist, fällt hier halt ganz, ganz wunderbares Licht rein und es ist halt einfach nur magisch. Es sieht einfach absolut fantastisch aus, finde ich. Also, wenn es nicht so ein essentielles Gebäude wäre für das Gameplay in einem Okkult-Save-File, wäre das sicherlich das Gebäude gewesen, was es so in diese 2 Gebäude schafft, die ich dann immer einmal so zeige, weil es wirklich sehr, sehr schön geworden ist. Ihr seht jetzt hier oben auch, wir haben Pumpkin Moon Festival. Das ist noch etwas, was es in diesem Save-File auch sehr viel gibt. Wir haben bestimmte Feiertage, die angelegt sind, die aber in diesen Okkult-Save-File passen. Das ist jetzt zum Beispiel das Pumpkin Moon Festival. Dann haben wir den Harvest of Souls. Tag der Toten würde ich es schon eher nennen, wie das vielleicht Samhain zum Beispiel, was ja der Ursprung von Halloween ist, in diese Richtung. Und wir haben auch andere, wo man dann ein Objekt wertschätzt, Feuergeschichten erzählt. Es gibt ganz, ganz viele Feiertage, Shadow Dance. Also da hat sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, die einzufügen. Und es passt auch sehr gut, auch wenn es relativ viele Feiertage sind, passt es irgendwie sehr gut in diesen gesamten Save-File. Man kann sie natürlich auch abbrechen, aber es ist schon eine gewisse Symbiotik, die da einfach entsteht. Ich fand das sehr schön während des Spiels, dass immer wieder irgendwie ein bisschen was los war, weil ja auch die Welten ziemlich zusammengefercht sind, weil wir gar nicht so viele Welten zur Auswahl haben. So, ich zeige euch den jetzt einmal mit Shader. Dann wird der jetzt bei meinem Shader natürlich ziemlich hell. Allgemein wird es ja dann immer ein bisschen heller, aber auch da sieht man einfach, wie wundervoll das aussieht. Mir gefällt das natürlich ziemlich gut. Man muss es mögen. So, bevor wir jetzt weitergehen und Glimmerbrook verlassen, möchte ich eine Sache ansprechen und dafür gehe ich einmal in den Weltenverwalten-Modus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich habe nicht davon gesprochen, das hat die Anne-Leia sehr gut gebaut, das hat sie sehr, sehr gut gebaut und das hängt damit zusammen, dass dieser Save-File nicht komplett selbst gebaut ist.
Ihr wisst ja, dass ich immer darauf achte, also so gut es eben mir möglich ist, dass die Safe halt selbst gebaut wurden oder entsprechend die Credits angegeben sind. Mir persönlich ist es halt sehr wichtig, dass diejenigen, die die Sachen erbaut haben, die so wundervolle Sachen erschaffen haben, auch ihre Anerkennung und ihre Wertschätzung vor allem dafür bekommen, dass sie sich die Zeit genommen haben und etwas fürs Zimmer zur Verfügung gestellt haben. In diesem Save-File ist es so, dass eine Leia auch Bauten erstellt hat. Das ist zum Beispiel der Glimmerbrook Starter. In den Grundstücksdetailfenstern ist immer in diesem Save-File angegeben, wie das Grundstück in der Galerie heißt und von wem es erbaut wurde, damit ihr es auch hinterher findet. Die Credits hier sind wirklich durchgehend ordentlich vergeben und das muss man ganz klar so sagen, so wird das auch gemacht. Es gibt Listen auch natürlich, die man dann vielleicht unter dem Post, wo man den Save-File vorstellt, veröffentlicht. Das ist auch eine gute Alternative. Das hier allerdings ist das aus meiner Sicht, was einfach perfekt ist. Ihr wisst sofort, wer das Bild gemacht hat, wie das Grundstück heißt, sodass ihr es euch gegebenenfalls auch einfach in eurer speichern könnt, irgendwo runterladen könnt und derjenige bekommt entsprechend natürlich auch diese Anerkennung dafür. Wenn wir uns jetzt dieses Grundstück hier anschauen, das Mietobjekt, da seht ihr zum Beispiel, das ist Spellcaster Village von Sleepy Brina. So, und wir probieren das auch einfach mal einmal aus. Wir gehen in den Spellcaster Village und sehen hier Sleepy Brina. Das ist der Bild, man kann es sofort finden. Und so finde ich das auch vollkommen fein, dass man das so macht, wenn man Save-Files zusammenstellt. Aber die Bilder aus der Galerie sind ja auch zum Benutzen irgendwo da, aber gebt Credits. Das ist aus meiner Sicht das kleine Einmaleins. Ich kann euch nur empfehlen, immer darauf zu achten, dass Credits ordentlich vergeben werden in den Save-Files, wenn andere Builds benutzt wurden oder halt wenigstens eine Liste existiert. Und diese Transparenz finde ich sehr, sehr schön und das macht Anne Leia in ihren Save-Files immer. Sie hat immer einen Eigenbauanteil da dran. Sie gibt sich immer Mühe, das richtig und passend zusammenzustellen, die Townies dann dafür zu erstellen. Das zu erwähnen war mir einfach einmal wichtig, weil es mir allgemein wichtig ist, dass die Leute, die ihre Arbeiten zur Verfügung stellen, ihre Wertschätzung dafür bekommen. Dann gehen wir natürlich trotzdem jetzt zurück zu Jade und lassen uns von ihr in die nächste Welt entführen. Und zwar gehen wir jetzt einmal nach Sulani. Mit Sulani sind wir jetzt natürlich in der Welt der Meerjungfrauen und wir befinden uns hier an einem Strand. An dem Strand, würde ich sagen. Es ist einfach wunderschön. Also in diesem Save-File ist Sulani mit meiner Lieblingswelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist eigentlich nie der Fall. Aber in diesem Fall, ich finde total sweet gemacht. Hier ist wie so ein Boot angedeutet. Da ist ein Whirlpool einfach drauf. Wir haben hier diesen unglaublich tollen Stein. Da haben wir noch kleine Sitzgelegenheiten drauf. Das ist wie ein Steg. Da sind die Wasserfälle, die runterkommen. Der ist halt wirklich besonders schön gemacht. Auch wenn man das jetzt Ganze nochmal von oben sieht. Ach, fantastisch aus. Das ist so ein tolles Bild. Wie dieser Stein, wie diese Felsformation mit den Wasserfällen. Hier macht es tatsächlich auch mir Spaß, in Solani zu spielen. Jade, wir gehen direkt weiter. Wir waren am Strand. Oh, sie ist offenbar nicht begeistert. Ach, sie mag den Modestil nicht. Ja, Ahnung ist alles. So, jetzt sind wir in einem Bild, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist halt ein Nachtclub, ne? Mir fehlen einfach die Worte, was das angeht. Es ist einfach unfassbar schön und, wir gehen einmal kurz rein, damit ihr das seht. Also, hier kommen überall diese Blasen raus. Das ist definitiv ein Bild, den ich auch, also, ich hätte hier ganz, ganz viele, obwohl es ein kleiner Save-File ist, ganz, ganz viele Builds in diese Top 2 praktisch packen können. Aber ich musste mich entscheiden. Hier, und man geht dann über eine Leiter, hier geht man dann in die zweite Etage. Das ist wie, als wenn man unter Wasser wäre, ne? Wenn man jetzt hier wirklich so Meerjungfrauen-Gameplay macht, das ist perfekt. Also, ich weiß auch nicht, wie man das besser bauen soll. Wie man das besser machen soll. Auch wenn man das hier von hinten sieht, das sind diese alten Ruinen, sind da zusammengesetzt. Wie gut das einfach wirkt, oder? Überall diese kleinen Magical Lichter, die da rumschweben. Man kann, ne, die Leute schwimmen da rum. Das ist auch ganz, ganz viel Detailarbeit.
Einfach unfassbar. Auch hier ist so ein kleiner Strand daneben, das ist auch ein Lot, ne, wo dann so kleine Bütchen stehen. Das ist alles so richtig süß zusammengestellt und ja, Solani in diesem Save-File ist einfach unfassbar schön. Wenn ihr Meerjungfrauen spielen wollt, vielleicht wirklich in so einer Fantasy-Geschichte, nutzt diesen Save-File. Und das ist übrigens einer auch dieser ganz besonderen Townies, der dann auch optisch richtig gut angelehnt ist. Also, wir reisen jetzt. Und zwar reisen wir nach Windenburg. Jade macht das für uns, die fährt uns eben rüber. Wir sind jetzt in Windenburg. Wir sind auf dieser kleinen Insel, wo wie so eine kleine Elfenstadt aufgebaut ist. Und auch hier sieht man, dass das sehr, sehr besondere Lots sind. Also überall sind so kleine Teiche jetzt hier und so kleine Blumen, die leuchten. Aber hier oben gibt es kein Häuschen, weil das Häuschen nämlich unten drin. Wir kommen jetzt hier die Treppe runter und haben hier eine kleine, süße Wohneinheit, aber halt unter der Erde. Ich weiß nicht, welchen Hintergrund das hat. Für mich wohnen Elfen eigentlich immer in Bäumen oder so, also so das so Feen. Hier ist es aber so, dass auf dieser Insel die meisten Häuschen halt unterirdisch verbaut sind. Und oben drüber haben wir dann halt diesen Feenwald mit den ganzen großen Pilzen. Das ist auch wirklich richtig, richtig, richtig süß gemacht. Ich finde die Idee ziemlich cool gemacht, dass wir auf dieser Insel halt wie so eine kleine Elfenwelt haben. Jetzt hier gucken, hier ist wie so eine kleine Library gemacht. Ne, die ist tatsächlich auch oberirdisch. Und hier ist vom Reich der Magie das alte Gewächshaus oben drauf gesetzt und unten drunter ist dann auch das Haus. Das sieht dann noch mal mehr nach Fee aus, finde ich. Auch da mache ich einmal ganz kurz den Shader an, damit ihr den Eindruck von der Welt damit einmal habt. Das sieht sehr, sehr magisch aus, finde ich. Also es gefällt mir richtig gut. Auch hier hinten der Wald. Kommen die Lichter natürlich noch mal ein Stück anders raus. Hier hinten ist dann auch noch mal ja so ein altertümliches Haus. Das ist dann auch eher überirdisch, auch ganz besonders mit den Dachformen. Patchy steht da. Das ist dann so der menschliche Anteil, würde ich mal sagen. Fügt sich halt trotzdem richtig alles richtig fein zusammen. Das ist richtig durchdacht, wie diese Sachen zusammengestellt wurden. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal ganz kurz hier oben hin zu dem Cafés, damit ihr die Innenstadt noch mal ganz kurz seht von Windenburg, wie sich das da so darstellt. Es ist aber natürlich vom Stil her alles ziemlich gleich und den jeweiligen Okkulten angepasst. Auch hier, das ist ein fantastischer Bau, oder? Ich habe da hier hinten dann diese Ladenlokale, die dann einfach zusammenpassen. Dann dieser Bau hier, das sieht einfach so unfassbar gut aus. Wirklich, da kann es auch regnen wie jetzt da. Es sieht einfach toll aus. Es sieht richtig, richtig toll aus. So, weil wir ja aber über Okkulte sprechen, möchte ich ganz, ganz, ganz kurz mit euch und mit der lieben Jade noch einmal nach Forgotten Hollow und nach Moonwood Mill. Wir gucken uns da wirklich nur ganz, ganz kurz um. Den Vibe werdet ihr sicherlich schon ja irgendwo mitbekommen haben. Und es geht ja darum, dass ihr eine grobe Übersicht bekommt, aber halt auch nicht so viel seht. Die Optik hier ist einfach fantastisch getroffen. Das passt wunderbar zusammen. Das ist auch ein ganz, ganz toller Bild hier mit der großen Statue drauf, der Uhr vorne weg. Also, wenn man hier Vampir spielen möchte, in diese Richtung geht, dann ist man auch hier einfach sehr, sehr gut aufgehoben. Das ist der kleine Starter, in dem man dann vielleicht als Vampir starten kann oder man will Vampir werden. Und hier oben steht dann die Vlad Villa. Ebenfalls ein richtig schöner Bau. Da wurde sich auch ganz, ganz viel Mühe gegeben. Und wie sich diese verbauten, obwohl sie ja von verschiedenen Bildern waren, einfach zusammenpassen. Und dieser Blick dann hier unten auf diese kleine Stadt, das sieht einfach wirklich perfekt ausgewählt aus. Das passt richtig gut zusammen. Und auch da, denke ich, kommen dann diejenigen, die die Vampire spielen möchten, voll auf ihre Kosten. Jade fährt jetzt mit uns noch nach Moonwood Mill. In Moonwood Mill haben wir einen kleinen Trailerpark. Also die kleine Bar, da kann man sich dann einmieten, da könnte man dann auch starten. Auch das ist richtig, richtig hübsch zusammengebaut. Wir haben hier runtergekommene Starter und die natürlich auch bewohnt sind. Ist alles ziemlich düster, aber trotzdem
sehr einladend irgendwie. Da hinten ist dann entsprechend die Bar auch und hier vorne ist dann die Bücherei. Also auch Moonwood Mill wurde hier ziemlich gut getroffen. Ihr habt jetzt gesehen, wie wir in den jeweiligen Okkulten starten könnten zum Beispiel und dass jede Welt auch wirklich so ihre Besonderheiten hat, ziemlich in dem Okkult geblieben ist und viele, viele schöne Ansatzpunkte hat einfach. Damit wären wir tatsächlich durch. Ich möchte euch einmal jetzt kurz mit in die Weltenübersicht nehmen und dann werden wir uns 2 Bauten anschauen. Ich zeige es euch nur ganz kurz. Wir haben Welten, die bebaut wurden und die nicht bebaut wurden. Willow Creek ist bebaut, Oasis ist leer. Brightchester ist in diesem Bereich bebaut, allerdings die Uni-Gebäude gibt es nicht. Das ist auch ein Punkt. Ihr könnt in diesem Save-File bedingt die Packs ausspielen, weil es manche Sachen einfach nicht gibt. Diese volle Funktionalität werdet ihr in diesem Save-File nicht haben, weil halt wirklich versucht wurde, eine Fantasy-Welt zu erstellen, in der man mit den Okkulten spielt, mit den Familien, die erstellt wurden, mit den Geschichten, die dahinter sind. Das ist einfach ein ganz anderes Setting. Darauf muss man sich einlassen, aber wenn man das tut, kreieren sich so wundervolle Geschichten. Und gerade mit den einfach unfassbar gut gemachten Sims, die dahinter stehen. Es gibt zum Beispiel Hybridfamilien. Eine dieser Familien ist die Blood Rose Family. Die wohnt in Hanford am Bagley. Das ist die Familie, die Annalea am liebsten mag. Und auch hier sind überall kleine Geschichten hinterlegt. Also jede Familie, die es hier gibt, hat wirklich krasse Hintergrundgeschichten. Das ist nicht einfach nur so, ja, das ist Mann und Frau und die sind teilweise miteinander verknüpft. Das ist für dieses Spiel, für das Spielerlebnis mit dem Storytelling, wenn man selber ein praktisches Gefühl haben möchte, man ist in einer Geschichte, man ist in dieser Geschichte, das ist einfach perfekt. Einfach perfekt. Jade hat uns jetzt nach Willow Creek gefahren. Da steht nämlich das erste besondere Lot, was ich euch vorstellen möchte. Jedes Lot, was wir bis jetzt gesehen haben, war natürlich sehr besonders. Es war sehr schwer, mich zu entscheiden. Es ist jetzt auf jeden Fall einmal das hier geworden. Und zwar haben wir eine Art Jahrmarkt oder Zirkus. Also für mich war es jetzt eher ein Jahrmarkt, ohne Karussells natürlich, das passt nicht ins Setting. Aber wir haben hier ein Zirkuszelt und ganz viele kleine von diesen Schaustellerwagen, also alten Schaustellerwagen. Also hier ist einfach unfassbar viel los. Wenn man jetzt hier unten reingeht, ist wie so ein kleiner Wahrsagerladen eigentlich. Und ja, wir haben diese kleinen Begleiter dort hinten auf den Tischen für die Magier. Ein bisschen Zauberpflanzen vielleicht. Hier ist der kleine süße Geist. Wir haben die kleinen Puppen, die übrigens sehr gruselig sind, finde ich. Die sehen sehr gruselig aus. Und die Seance-Tische, also das ist, ich habe da eigentlich gar keine Worte für, weil das so cool gemacht ist. Hier sind dann, ja, wie so ein kleines Zaubercafé, da hängen dann einfach die Tassen in der Luft. Und hier sind dann die Buden praktisch, die Essensstände in diese Wegen eingebaut. Wie sich das gehört für so einen alten Jahrmarkt, haben wir natürlich auch eine Kuriosität da. Und in dem Fall ist das die Kuhpflanze, die hier leider eingesperrt wurde. Das Ding ist einfach fantastisch. Das sieht so unfassbar gut aus. Das sieht so unfassbar gut aus. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind in irgendeiner Geschichte drin und können hier spielen, dass wir hier ein Date haben oder mit Freunden hingehen, einfach den Tag auf dem Jahrmarkt verbringen, ja, das ist für mich persönlich ist sowas das absolute Nonplusultra. So ein besonderes Slot, es ist so schön gemacht und ja, es sieht einfach fantastisch aus. Ist einfach fantastisch. Dann würde ich sagen, wir fahren zum zweiten. Jade hat sich einmal umgezogen, weil sie ein bisschen frisch war und ja, sie sieht schon sehr müde aus, aber wir sind ja auch schon beim letzten Lot. Das Lot habe ich tatsächlich aus Gameplay bzw. Storytelling Gründen ausgewählt, damit ihr wisst, auch so was habe ich hier und es wird ganz natürlich ins Spiel integriert. Und zwar haben wir hier die Occult Academy. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Schule, also eure Highschool in diesem Save-File ist praktisch so eine Occult Academy
und macht dann natürlich auch noch mal, würde ich sagen, doppelt so viel Spaß, wenn man in diese Welten eintaucht und sich in diesem Safe-Fall halt auch Teenager heranzieht. Es ist wirklich so Dark Academy-Style, würde ich sagen. Wir haben hier eine Mensa, die sehr groß ist. Alles so in einer Reihe, erinnert mich ein bisschen an Harry Potter, obwohl das ganze andere Setting natürlich nicht, aber dass wir alle so in einer Reihe sitzen, keine einzelnen Gruppen haben. Hier kann man sich dann das Essen holen und sich eindecken für den Tag. Wir haben hier Pokale, was die Schule schon alles gewonnen hat. Hier haben wir dann, ja, das Sekretariat, angrenzend daran dann das Principal Office, also Schuldirektorbüro, überall so Schilder, dann einzelne Toilettengänge. Hier kommt man noch nach draußen. Dann ist man im Außenbereich. Oben stehen dann die Spinte. Und ja, hier werden dann verschiedene Sachen einfach unterrichtet. Zum Beispiel Musik, man kann Orgel spielen lernen. Auch eine sehr, sehr süße Idee. Das sieht aus wie so ein Podium, vor dem man singt. Wir können hier unsere Fähigkeiten verbessern im musikalischen Bereich. Dann haben wir hier den Kunstbereich, wo man kreativ sein kann, wo man malen kann. Auch unfassbar schön gemacht. Optisch passt es auch richtig, richtig gut. Man hat überall noch so Sitzbereiche. Hier haben wir dann 'n Klassenraum, wo man dann drin sitzt. Das sind Halbwände um die jeweiligen Schreibtische gebaut, die Tafel. Es ist alles trotzdem noch ziemlich mystisch, obwohl es auch sehr aufgeräumt ist und sehr, sehr hochgeschlossen, so würde ich es mal nennen. Und dann hat man hier noch so 'n Podiumsbereich, wo man Debatten üben kann. Das ist dieser Bibliothekanteil. Wir haben natürlich dann auch da Rechner, aber auch alles richtig schön angepasst. Ist schon alles funktional, damit man auch ordentlich durch den Schultag durchkommt. Es ist halt trotzdem auch sehr, sehr durchdacht und es sieht sehr, sehr ansprechend aus. Hier hinten ist dann noch mal das Auditorium, das gehört natürlich auch dazu. Es passt richtig, richtig gut in das Copperdale und aber natürlich auch zu diesem Gameplay-Aspekt, den man hat. Gefällt mir einfach total gut. Vor allem, weil wir halt hier gameplay-technisch wirklich eine Bereicherung haben. Wenn ihr die Okkult-Familie spielt und ihr habt Kinder bekommen und dann wollt ihr mit der nächsten Generation weitermachen oder ihr startet mit einem Teenie irgendwo. Ihr könnt trotzdem wirklich auf so eine Okkult Academy gehen, dass ihr sagt, da lernen die auch alles über ihre Fähigkeiten, werden da schulisch ausgebildet, aber es hat trotzdem diesen Vibe. Ihr seid nicht auf einmal in einer modernen Schule, sondern in diesem Bereich und könnt auch diesen Teil vom Gameplay einfach wunderbar durchspielen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen und mir gefällt auch das Gebäude an sich richtig gut. Dieser Gesamtvibe verbindet sich hier, es ist nicht zu dunkel. Damit sind wir tatsächlich dann auch schon am Ende dieser Tour. Wir bedanken uns bei der lieben Jade, die uns hier wunderbar durch den gesamten Save-File geführt hat, die die Tour mit uns gemacht hat. Ich möchte natürlich euch mein Fazit noch geben, bevor wir das Video beenden. Vielen, vielen Dank, Jade. Bis zum nächsten Mal. Mein Fazit zum Whispering Chronicles: Es ist Fantasy-Thema ist genau getroffen worden hier. Also wir haben hier wirklich alles, was wir brauchen. Wir haben eine perfekte kleine Fantasy-Welt. Das nicht nur durch diese unfassbar guten Bauten, die dann auch noch, wenn sie eine Layer selber nicht gebaut hat, ordnungsgemäß verlinkt wurden, was einfach wirklich gut ist. Wir finden die Bauten in der Galerie durch die Art, wie sie die Credits gegeben hat. Das ist wirklich perfekt gelöst. Aber nicht nur das ist es, sondern auch, dass so viel Background bei den Townies ist. Wir haben nicht viele. Aber die, die wir haben, passen so perfekt in diese Welt. Die sind teilweise miteinander verbunden. Die haben ihre Geschichten. Die haben nicht nur äußerlich Charakter, die haben auch an sich so einen Hintergrund. Die sind mit Leben gefüllt. Und es passt einfach wunderbar zusammen. Wir tauchen hier wirklich in eine ganz, ganz fantastische Welt ein. Es ist ein perfektes Setting, wenn man Storytelling machen möchte, gerade im Fantasy-Bereich. Wenn ihr euch also entscheidet, eine etwas andere Art von Gameplay zu machen, vielleicht alle Okkulte durchzuspielen, bitte, bitte nehmt den Whispering Chronicles, erlebt das einmal, spielt da einmal drin, zieht eure kleinen Magierkinder groß, die dann vielleicht einen Werwolf heiraten
und dann auch Hybridfamilien entstehen, die in diese fantastische Schule gehen können oder Meerjungfrauen, die in einem wunderschönen Solani einfach zu Hause sind. Ihr werdet wirklich Spaß haben. Und ich glaube, gerade solche Save-Files, so kleine, besondere, mit einem ganz besonderen Hintergedanken, wie der Whispering Chronicles, die erzeugen ganz, ganz viele tolle Geschichten für euch und bieten eine absolute Abwechslung, eine wirkliche Abwechslung zu euren anderen Gameplays, auch zu euren anderen Challenges, die ihr macht. Dadurch, dass natürlich aber einige Welten weg sind, haben wir auch einen gewissen Nachteil. Und der Nachteil ist natürlich, dass wir nicht die volle Funktionalität nehmen. Für mich war er beim Spielen da absolut kein Nachteil. Ich kann aber verstehen, wenn das Leute entsprechend anmerken. Wir können dadurch, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr vorhanden sind, bestimmte Teile, wenn man alle Packs hat, nicht spielen. Solltet ihr euch meinetwegen doch dazu entscheiden, dass euer Sim ein Schauspieler werden soll und wenn es nur ist, ein Jahrmarktschauspieler, er wird keinen Preis annehmen können, weil es das PvP nicht mehr gibt. Also diese Bereiche könnt ihr nicht mehr bespielen. Oder auch Uni-Gameplay. Ich bin in einer Studentenverbindung. Ich wohne in einer Studentenunterkunft. Die gibt es derzeit nicht. Die gibt es in diesem Save-File nicht. Also funktioniert das auch nicht so. Von daher würde ich sagen, die Funktionalität ist dann eher dem geschuldet, dass er stringent seinem Wesen nachgeht, nämlich dass er eine Fantasy-Welt ist. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr hattet bei dieser Tour genauso viel Spaß wie ich. Ich liebe diesen Save-File, weil er mir halt eine ganz andere Möglichkeit offenbart, dieses Spiel zu spielen. Das macht ihn für mich sehr, sehr besonders und ich bin auch Leia sehr, sehr dankbar, dass ich ihn hier touren durfte. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like und ein Kommentar freuen. Ich möchte natürlich immer von euch wissen, wie euch der Safer gefallen hat und was ihr für Ideen habt vielleicht, was man spielen könnte, welche Gameplay-Idee euch kommt. Oder vielleicht habt ihr auch eine Idee, welche Challenge ihr damit verbinden könnt. Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, da bin ich total gespannt drauf. Beim nächsten Mal schauen wir uns den Beyond Bloom Save-File an von Anne-Leia. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr seid auch schon ganz, ganz gespannt auf die nächste Folge. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis bald.